Hallo und willkommen. Wir sind Johann Müller und Markus Schneider, eure Online-Mechaniker. Heute erfahrt ihr alles, was ihr über diesen Fehler wissen müsst. Symptome, Ursachen und Lösungen. Für alle Details und weitere Tipps schaut auf unserer Webseite vorbei. Wir starten direkt. Stell dir vor, du fährst gemütlich durch die Stadt und plötzlich spürst du, dass der Motor unruhig läuft, als würde einer der Zylinder nicht so richtig mitmachen. Genau hier zeigt sich diese Fehlfunktion, die zu den Motorsteuerungsproblemen zählt und aus dem Bereich der Onboard-Diagnose stammt. Sie tritt vor allem bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren auf, die die Zündung und den Verbrennungsvorgang überwachen. Bei dieser Störung bemerkst du vielleicht leichte Vibrationen oder ein Ruckeln, das sich während der Fahrt äußert. Die Leistung deines Autos kann spürbar nachlassen, was sich durch weniger Durchzug und ein raueres Motorgeräusch zeigt. So wird das Fahrerlebnis beeinträchtigt, weil der Motor nicht mehr gleichmäßig läuft. Die Spannung steigt, wenn man sich fragt, was genau dahinter steckt und wie sich das Problem schnell beheben lässt. Dieser Fehler zeigt an, dass es ein Problem mit der Verbrennung in einem bestimmten Zylinder gibt. Oft denkt man dabei sofort an Zündkerzen oder Zündspulen, aber manchmal liegt der Grund an etwas ganz anderem. Zum Beispiel kann eine defekte Einspritzdüse die Ursache sein, weil sie nicht die richtige Menge Kraftstoff liefert. Auch ein kleines Leck an der Unterdruckleitung kann dazu führen, dass die Luft-Kraftstoff-Mischung nicht stimmt. Manchmal ist es auch die Kompression, die zu niedrig ist, obwohl man das nicht unbedingt erwartet. Ein verschmutzter Einlass-Ventilbereich kann ebenfalls eine Fehlfunktion verursachen. Es lohnt sich also nicht nur offensichtliche Zündprobleme zu prüfen, sondern auch solche vermeintlich kleinen versteckten Ursachen im Motorbereich im Blick zu behalten. Wenn diese Fehlfunktion nicht beachtet wird, kann sich zunächst der Kraftstoffverbrauch leicht erhöhen. Das führt oft zu einem spürbar weniger angenehmen Fahrverhalten. Gleichzeitig kann diese Störung dazu führen, dass der Motor unruhiger läuft und leichte Vibrationen entstehen. Ohne Kontrolle können sich durch diese Fehlfunktion Zündaussetzer verstärken, was wiederum die Motorleistung deutlich mindert. Mit der Zeit kann dieses Problem Schäden an wichtigen Motorkomponenten verursachen, die Reparaturen aufwendiger und teuer machen. Im schlimmsten Fall kann diese Fehlfunktion zu ernsthaften Motorschäden führen, die einen kompletten Austausch oder einen sehr kostspieligen Motorinstandsetzen erforderlich machen. Dieser Fehler zeigt an, dass ein Zündaussetzer in einem bestimmten Zylinder erkannt wurde. Zuerst verbindet der Mechaniker das Diagnosegerät mit dem OBD2-Anschluss des Fahrzeugs. Das Gerät liest den Fehlercode aus und zeigt diesen an. Danach wird die Zündanlage des betroffenen Zylinders überprüft. Zündkerze, Zündspule und Zündkabel werden auf Schäden und Abnutzung kontrolliert. Gleichzeitig prüft der Mechaniker die Einspritzdüse auf eine einwandfreie Funktion. Dann folgt eine Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten oder mechanische Probleme am Zylinderkopf. Zur Ergänzung kann eine Kompressionsmessung durchgeführt werden, um den Zustand des Zylinders zu beurteilen. Auch ein Testlauf mit Oszilloskop hilft, die Zündsignale zu analysieren. Am Ende werden alle Erkenntnisse zusammengeführt, um die Ursache für diese Fehlfunktion genau zu bestimmen und gezielte Reparaturen einzuleiten. Diese Störung deutet auf ein Zündproblem in einem bestimmten Zylinder hin. Oft ist die Ursache eine verschmutzte oder defekte Zündkerze. Ein erster Schritt wäre daher, die Zündkerze zu überprüfen
und bei Bedarf zu reinigen oder zu ersetzen. Auch die Zündkabel können Ursache für dieses Problem sein, denn sie können verschlissen oder beschädigt sein. Ein Austausch der Zündkabel ist daher eine einfache und sinnvolle Maßnahme. Wenn diese Maßnahmen keine Verbesserung bringen, sollte man sich die Zündspule genauer ansehen, da sie für den Funken im Zylinder sorgt. Eine fehlerhafte Zündspule verursacht oft genau diese Fehlfunktion. Im weiteren Verlauf ist es ratsam, die Kraftstoffzufuhr zu prüfen, da ein schlechter Einspritzventil oder Verunreinigungen in der Einspritzdüse ebenfalls diese Störung auslösen können. Schließlich kann ein tiefer liegendes Problem im Motor selbst vorliegen, etwa Kompressionsverlust durch Ventilschäden oder Kolbenringe. Solche Ursachen erfordern eine genaue Diagnose und oft aufwendigere Reparaturen. Daher sollte man die einfache Überprüfung der Zündkerzen und Zündteile an erster Stelle sehen, bevor man sich zu den komplexeren Maßnahmen vorarbeitet. Das war's für heute. Denkt immer daran, ein Auto zeigt seine Probleme, bevor sie groß werden. Wer aufmerksam zuhört, kann viel verhindern. Wenn euch unsere Tipps gefallen haben, unterstützt uns mit einem Like und abonniert unseren Kanal, damit ihr keinen Hinweis verpasst. Für tiefere Einblicke zu diesem Fehler besucht unsere Webseite. Dort findet ihr ausführliche Infos zu betroffenen Marken und Modellen, herstellerspezifische Hinweise und nützliche Reparaturanleitungen. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen.